Spirituelle Praktiken wie Yoga und Meditation werden heutzutage immer beliebter. Dabei nehmen Mantras eine wichtige Rolle ein. Mantras können tief berühren, aber auch Trost spenden auf tiefer Herzebene. Sie können uns beflügeln und uns wieder in unsere Kraft bringen. Wünsche sollen sich durch die ständige Rezitation manifestieren, Glaubenssätze auflösen und noch vieles mehr. Wenn du mehr über die wundervolle Magie der Mantras und die Befreiung deines Herzens wissen willst, bleib dran. Aber was genau ist denn eigentlich ein Mantra und was steckt hinter den geheimnisvollen Klängen? Das Wort Mantra ist Sanskrit und bedeutet so viel wie heilige Silbe, heiliges Wort oder heiliger Vers. Frei übersetzt könnte man Mantra auch als Klangformen bezeichnen, denn darum geht es beim Mantra auch, den Klang. Durch die ständige Rezitation, dem Wiederholen im immer gleichen Rhythmus entstehen Vibrationen. Die Klangschwingungen wirken auf uns und unsere Umgebung ein. Ein Mantra ist ein heiliger Vers mit einer bestimmten energetischen Schwingung. Mantras müssen nicht immer laut ausgesprochen werden. Alternativ kann man Mantras auch flüstern, in Gedanken rezitieren oder auch singen, dem sogenannten Chanten bzw. Chanting. Die Energie, die in den Wörtern der Mantras verborgen ist, wirkt tief auf unsere Seele ein. Steter Tropfen höhlt den Stein. Durch die tägliche Rezitation dieser Mantras erzeugen wir Schwingungen in unserem gesamten Energiesystem, die eine ganzheitliche Harmonisierung bewirken, auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene. Blockaden werden so aufgelöst, alte Muster verschwinden, mehr Klarheit und Kraft kommt zu uns. Man könnte sagen, wir programmieren unsere Festplatte neu. Oder unser Körper ist wie eine Vase. Wir gießen das alte, verbrauchte Wasser aus und ersetzen es durch neues, frisches, energetisiertes Wasser mit heilsamer Information. Mit der Rezitation der Mantras findet ein ständiger Reinigungsprozess in uns statt. Mit der Mantraarbeit befreien wir uns also von negativen Gedanken und finden den Punkt in uns, den wir Mitte nennen können. Wir erweitern unser Bewusstsein und die Chakren werden angeregt. Somit laden wir damit unser gesamtes Energiefeld auf. Körper, Geist und Seele. Das bekannteste Mantra ist Om, welches häufig auch als der Urklang des Universums bezeichnet wird. Die Yogis sagen, dass gerade die indischen Sanskrit-Mantren mit einem Energiefeld verbunden sind, dem morphogenetischen Feld, welches seit Jahrtausenden von allen Menschen, die das Mantra jemals wiederholt haben, aufgebaut wurde. Indem du das Mantra Om singst, wirst du mit diesem Feld und mit diesen Gurus, Meistern und allen Menschen, die es je gesungen haben, verbunden. Denke an diese Fülle, wenn du das nächste Mal Om singst. Das Wort Mantra kann in 2 Teile unterteilt werden. Manas, was Geist bedeutet, und Dram, was Schutz oder Instrument bedeutet. Mit anderen Worten ist ein Mantra ein Instrument eines Geistes und gleichzeitig auch ein Schutz. Verständlicher ausgedrückt bedeutet dies, während der Rezitation eines Mantras wird der Geist vor anderen Gedanken als denen an das Mantra geschützt. Er kann durch das Mantra fokussiert und konzentriert im Hier und Jetzt sein. So betrachtet ist ein Mantra auch ein Instrument, um den Geist zu befreien. Gleichzeitig ist ein Mantra aber auch ein Werkzeug, um eine bestimmte Absicht in unserem Geist zu implementieren. Bildlich gesprochen kann man sich ein Mantra wie einen Samen vorstellen, den man durch das ständige Rezitieren im Geist pflanzt, der wächst und Früchte trägt, sodass sich unsere Wünsche und Ziele im Diesseits manifestieren. Mantras besitzen die Kraft, unterbewusste Impulse auszulösen, Gewohnheiten zu ändern, unsere Lebensenergie, das Prana zu stärken, sowie höhere Bewusstseinszustände zu erreichen. Wie wirken Mantras? Nada Brahma. Nada gleich Klang, Brahma, das Göttliche, das Universum, ist ein altindisches Konzept. Oft wird es sogar als Naturgesetz bezeichnet, das besagt,
dass unser gesamtes Universum aus Klangschwingungen besteht. Auch in der Theologie und Kosmogonie findet sich diese Sichtweise wieder. Nada Brahma, die Welt ist Klang, Gott ist Klang. Der hinduistische Schöpfungsmythos besagt, dass der Urknall, ein Klang, das Mantra Om war, beziehungsweise das Universum aus Klangenergie besteht und daraus hervorgegangen ist. Auch wenn wir nur einen Bruchteil aller Klänge, sprich Frequenzen hören können, so hat doch alles einen Ton. Jeder Stein, jede Pflanze, jedes Tier, jeder Mensch und jedes Wort hat seine eigene Vibration, seine eigenen Schwingungen und Energien. Das bestätigt auch die Wissenschaft. Der Blick ins Große, empfindliche Radioteleskope konnten beweisen, dass das gesamte Universum, unser gesamter Kosmos klingt. Die kosmische Hintergrundstrahlung, die 1964 von Penzias und Wilson entdeckt wurde, ist sozusagen der Nachklang der Schallwellen des Urknalls. Der Blick ins Kleine. Die moderne Stringtheorie erklärt den Aufbau der Welt basierend auf grundlegenden Vibrationseinheiten, den sogenannten Strings. Materie besteht demnach auf subatomarer Ebene aus reiner energetischer Schwingung. Wenn wir bei der Annahme bleiben, dass alles klingt und schwingt, so schwingen auch dein Geist, deine Gedanken, jede Zelle und jedes Atom deines Körpers in einer bestimmten Frequenz, die wir durch das Singen von Mantras ansprechen und beeinflussen können. Durch Mantras können wir uns mit tieferen Ebenen des Seins verbinden, durch bestimmte Silben erwünschte Dinge manifestieren oder umgekehrt uns emotional befreien. Was Yogis und Mystiker schon seit ewiger Zeit wissen, wird zunehmend von der Wissenschaft bestätigt. Wirkung auf hormoneller Ebene. Sehr spannend finde ich die Tatsache, dass sich das Singen von Mantras Chanting auf unsere Hormone, das endokrine System auswirkt. Wesentlicher Auslöser sind Reflexpunkte im Gaumen, die durch die rhythmische Berührung der Zunge aktiviert werden. Mantras wirken demnach stimulierend für Akupressurpunkte im Gaumen. Man unterscheidet anatomisch zwischen dem harten Gaumen und dem weichen Gaumen, bzw. das Gaumensegel, die einen Effekt auf den Hypothalamus und die Hypophyse im Gehirn haben. Diese wirken sich maßgeblich auf die Hormonausschüttung und das vegetative Nervensystem aus. Deine Vitalfunktionen wie Herzschlag, Atmung, Stoffwechsel und Blutdruck sowie der Hormonhaushalt inklusive der Stresshormone Adrenalin, Cortisol und Noradrenalin und die Schilddrüse werden dadurch stark beeinflusst. Beim Rezitieren von Mantras wird diese Verbindung zwischen Gaumen und Gehirn bewusst genutzt, um die hormonellen Steuerzentren des Körpers zu stimulieren. Die Mundhöhle spielt durch ihre Reflexzonen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Aktivierung unserer Energiezentren, den Chakren. So sind nach alter hinduistischer Lehre dort gewisse Regionen mit dem Scheitelchakra und Stirnchakra, dem dritten Auge, verbunden. Wirkung auf kognitiver Ebene. Wissenschaftliche Studien deuten darauf hin, dass das rhythmische Wiederholen von Mantras einen positiven Effekt auf unser Gehirn und somit auch auf unseren Körper hat. Eine Studie vom National Institute of Mental Health and Neuroscience in Indien konnte anhand von MRT-Aufnahmen zeigen, dass das Chanten von Om eine große Wirkung auf die Aktivität des Orbitallappens und des limbischen Systems hat. Dort insbesondere auf den Thalamus, den Hippocampus und die Amygdala. Durch das Om-Mantra konnte eine Reduzierung der Aktivität dieser Hirnareale erreicht werden. Es wird vermutet, dass dieser Effekt in enger Verbindung mit der Stimulierung des Vagusnervs steht, dem sogenannten Ruhenerv, der für Regenerations-, Entspannungs- und Heilprozesse im Körper eine entscheidende Rolle spielt. Durch die Aktivierung des Vagus als Teil des vegetativen Nervensystems, auch Parasympathikus genannt, kommt es bei Körper, Geist und Seele zu Entspannungsreaktionen. Der Blutdruck sinkt, Atem- und Herzfrequenz beruhigen sich und der Muskeltonus nimmt ab. Auf geistiger Ebene wird Stress abgebaut, das Wohlbefinden erhöht sich, die Schmerzwahrnehmung sinkt und negative Emotionen wie Angst oder Zorn werden gedämpft. Insbesondere der Effekt von Om auf die Amygdala im limbischen System ist erwähnenswert.
Diese Gehirnregion ist nämlich ein maßgeblicher Auslöser für die Ausschüttung von Angst- und Stresshormonen. Je aktiver die Amygdala, desto mehr Angst, Stress und Wut empfinden wir. Der regelmäßige Einsatz vom Om-Mantra wirkt also äußerst positiv auf Körper und Geist gleichermaßen. Beeindruckend, die Studie hat den mystischen Klang übrigens mit dem Effekt anderer normaler Klänge verglichen und konnte die Wirkung und Einzigartigkeit der alten Sanskrit-Mantras bestätigen. Wirkung auf feinstofflicher Ebene. In Indien sagt man, ein Mantra trägt die Schwingung unserer Seele in sich. Da wir durch das ständige Gedankenkarussell und unsere Konditionierung häufig den Zugang zur Sprache unserer Seele verloren haben, können Mantras uns dabei helfen, die feinstoffliche Schwingung unserer Seele zu stärken, sodass wir sie im Alltag wieder klarer wahrnehmen können. Ein Mantra kann die Schwingung unserer Seele wieder in Harmonie und Einklang bringen und unser Herz auf ganz wundervolle Weise befreien. Hast du schon angefangen mit Mantras chanten? Was sind deine Erfahrungen mit Mantras? Schreib mir gerne in die Kommentare. Jeder Kommentar erhält wie immer ein Herz. Um kein Thema mehr zu verpassen, lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Für euch ist das Abo absolut kostenfrei, aber für den Kanal wäre es eine große Unterstützung. Meinen Herzensdank an euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und vergiss nie, du bist geliebt.